Hallo, willkommen, schön dich begrüßen zu dürfen bei einer Schlüssellektion 152. Die Macht der Entscheidung ist mein. Sie lehrt mich, sie lehrt uns, dass hier nichts und niemand da draußen ist, der diese Entscheidung für uns treffen kann, weil es geht um unser Erwachen, es geht um die vollständige Heilung unseres Geistes, es geht hier um Wahrheit in dieser Lektion und damit auch die Anerkenntnis der Wahrheit als eine Aktion der Demut. Aber in dieser Lektion geht es auch darum, dass wir wirklich uns eingestehen, dass alles andere die Arroganz des Egos ist. Und wir werden hier über Demut hören, so wie wir es bereits in der Lektion 61 gehört haben, nämlich als uns Jesus nach 2 Monaten klipp und klar gesagt hat, dass zu akzeptieren, das Licht der Welt zu sein, ist der höchste Akt der Demut, und das zu verleugnen, das Licht der Welt zu sein, ist wirklich, was Arroganz ist. Und das wird auch heute wieder bestärkt und wiederholt. Nun, wir beginnen eigentlich mit dem Übungsteil, bevor wir hier einsteigen in diesen so ganz, ganz bekannten Paragraphen. Und er sagt uns, dass wir uns wirklich verbinden in einem frohen Eingeständnis, dass eben Lügen falsch sind und dass nur die Wahrheit wahr ist. Die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Das ist, was wir hier mehrmals in dieser Lektion präsentiert bekommen werden. Und wir denken allein an die Wahrheit, wenn wir uns an diese Übungssätze erinnern. Lass sie uns gemeinsam wiederholen. Die Macht der Entscheidung ist mein. Und heute will ich mich als das akzeptieren, was zu sein mich meines Vaters Wille schuf. Ich will mich als das akzeptieren, wie der Wille meines Vaters im Himmel ist in der Schöpfung selbst, im Schöpfungsakt selbst. Und dann wollen wir in Schweigen warten, wobei wir jede Selbsttäuschung aufgeben, während wir unser wahres Selbst demütig darum bitten, dass Gott selbst, sich uns offenbare. Und der niemals fortging, wird erneut in unser Bewusstsein treten, dankbar Gott sein Zuhause zurückzuerstatten, wie es bestimmt war. Es ist bestimmt bereits, es ist im Drehbuch, dass wir nach Hause zurückkehren zur Quelle unseres Seins in Gottes Geist. Und du kannst darüber denken, wie du willst, das ist bereits vorgegeben und jeder, auch du, wird das letztendlich voll und ganz und ohne Widerstand annehmen. Und wenn wir einsteigen in die Lektion, wie sie beginnt, in diese Sätze, wo er dann schon gar klar gleich danach sagt, dass sie vielleicht ein bisschen zu extrem sind für dich und zu umfassend und dass du nicht wirklich sie vielleicht annehmen kannst oder glaubst, dass sie wahr sind. Aber hier sind sie. Niemand kann Verlust erleiden, außer wenn es seine eigene Entscheidung ist. Niemand erleidet Schmerz, außer wenn seine Wahl diesen Zustand für ihn aussucht. Niemand kann sich grämen oder ängstigen oder denken, er sei krank, außer wenn dies die Ergebnisse sind, die er haben will. Und niemand stirbt ohne seine eigene Zustimmung. Und nichts geschieht, was nicht deinen Wunsch darstellte, und nichts wird weggelassen, was du wählst. Hier ist deine Welt, vollständig bis in alle Einzelheiten. Hier ist ihre ganze Wirklichkeit für dich und hier allein ist die Erlösung. Und ja, du siehst und fühlst, wenn du diese Sätze hörst oder liest, diese Macht, die dahinter steckt. Weil Wunder werden im Licht gesehen, Licht und Stärke sind eins. Diese Macht der Entscheidung, die wir jetzt akzeptieren, dass sie nicht außerhalb von uns ist und dass wir wirklich verantwortlich sind, diese Entscheidung für uns zu treffen und anzunehmen, das, was bereits entschieden ist, nämlich der glückliche Ausgang. Erwachen ist eine gesicherte Sache. Sie hängt nicht von irgendjemandem ab und schon gar nicht von irgendetwas in deiner Welt. Sie hängt ganz allein von mir, von dir,
ab und wir treffen sie ganz individuell in unserem Geist. Und nichts geschieht, dem wir nicht zustimmen würden, was wir uns nicht wünschen würden zu sehen, was wir nicht gerne für uns erfahren möchten. Es gibt keine Welt. Wir hatten das bereits in der Lektion 132 ganz klar geübt. Und er sagt dann ganz klar weiter, dass was ist Erlösung, nicht wahr? Die Einsicht, dass die Wahrheit wahr ist und dass nichts anderes wahr ist. Aber zuerst stellt er dir ein paar Fragen. Ja? Kann Schmerz Teil des Friedens oder Gram Teil der Freude sein? Können Angst und Krankheit in einem Geist einkehren, wo Liebe und vollkommene Heiligkeit verweilen? Dort, wo die Wahrheit ganz als wahr angenommen wurde? Du siehst sofort die Unmöglichkeit dieses Ego-Denksystems oder irgendwelchen Trennungszustandes im Geist. Die Wahrheit muss allumfassend sein. Die Wahrheit muss allumfassend sein, wenn sie überhaupt die Wahrheit sein soll. Nimm keine Gegensätze und keine Ausnahmen an. Okay? Denn dies zu tun heißt, der Wahrheit insgesamt zu widersprechen. So, du siehst die kompromisslose Natur dieses Angebots, nicht wahr? Wir sind am 152. Tag. Es sind 5 Monate vergangen, seit du mit diesem Geistestraining begonnen hast. Und heute nimmst du in Anspruch diese Macht, diese Stärke, die von Gottes Geist kommt, für die Wahrheit zu entscheiden. Dass alle Stärke, alle Macht in deiner eigenen Entscheidung liegt. So, die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Und das hast du schon gehört, doch vielleicht nimmst du noch nicht beide Teile davon an. Ohne den ersten hat der zweite keinerlei Bedeutung. Hier ist es, die Wahrheit kann kein Gegenteil haben. Das kann nicht oft genug gesagt und überdacht werden. Und wenn das, was nicht wahr ist, ebenso wahr ist wie das, was wahr ist, dann ist ein Teil der Wahrheit falsch, nicht wahr? Und die Wahrheit hat ihre Bedeutung dann verloren. Nichts als die Wahrheit ist wahr. Und was falsch ist, ist falsch. Nun, durch welche Fähigkeit können wir das unterscheiden? Das ist die Fähigkeit des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist in unserem eigenen Geist. Wie Gott dich schuf, sagt zu mir, ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wie Gott dich schuf, musst du unveränderlich bleiben, wobei unveränderliche und vorübergehende Zustände definitionsgemäß falsch sind. Und das schließt jeden Wechsel des Gefühls ein, alle Veränderungen im Zustand des Körpers und des Geistes, im gesamten Bewusstsein und in jeder Reaktion. Dies ist das alles Einschließende, das die Wahrheit von der Falschheit abhebt und das Falsche von der Wahrheit getrennt hält, als das, was es ist. Ist es nicht sonderbar, dass du glaubst zu denken, du habest die Welt gemacht, die du siehst, sei Arroganz, dass du denkst, das sei Arroganz, anzuerkennen, ich habe die Welt gemacht, nicht Gott hat die Welt gemacht, die ich sehe. Gott macht nicht irgendetwas Vergängliches. Hier hast du es, Gott hat sie nicht gemacht, dessen kannst du sicher sein. Wie heißt es in der Lektion 14? Gott hat nicht eine bedeutungslose Welt erschaffen, nicht wahr? Und aus diesem Grund ist sie nicht wirklich. Was kann Gott von den Vergänglichen, den Sündigen, den Schuldigen, von den Angstvollen, den Leidenden und Einsamen wissen und von dem Geist, der in einem Körper lebt, der sterben muss oder müsste? Du klagst ihn nur des Wahnsinns an, wenn du denkst, er habe eine Welt gemacht, wo solche Dinge Wirklichkeit zu haben scheinen. Er ist nicht verrückt, Gott ist nicht verrückt, doch nur Verrücktheit macht eine Welt wie diese. Und aus dem Grund bedarf es einer Heilung dieser Verrücktheit, eine Heilung des menschlichen konzeptionellen Geistes. Das ist wirklich, was wir uns hier in Erinnerung rufen, gemeinsam üben und uns anbieten und weitergeben an alle in unserer Welt. Und zu denken, dass Gott das Chaos machte, dass er seinem Willen widerspricht, Gegenteile zur Wahrheit ersann und duldet, dass der Tod über das Leben triumphiere, das, mein Bruder,
ist Arroganz. Aber heute lernen wir die Demut. Und wir wollen die Demut für uns beanspruchen, dass wir die Erlöser der Welt sind. Das kommt dann auch in der Lektion 186, dass die Erlösung der Welt von uns abhängt. Und es ist die Demut anzuerkennen, dass wir das Licht der Welt sind. Okay, wir sind gleich zu Ende. Wir wollen heute wahrhaft demütig sein und das, was wir gemacht haben, als das annehmen, was es ist. Die Macht der Entscheidung ist unser. Entscheide dich nur, deinen rechtmäßigen Platz als Mitschöpfer des Universums anzunehmen. Und alles, was du gemacht zu haben dachtest, wird verschwinden. All dein Traumgebilde wird ganz einfach verschwinden. Ist das nicht eine gute Perspektive? Willkommen in ein Kurs in Wundern. Was dann in deinem Bewusstsein aufsteigt, wird das Einzige sein, was immer war in alle Ewigkeit, so wie es jetzt ist. Es wird den Platz der Selbsttäuschungen einnehmen, die lediglich dazu gemacht wurden, dem Altar des Vaters und des Sohnes zu usurpieren, einzunehmen, nicht wahr? So wir üben wahre Demut. Nur das Ego kann arrogant sein, die Wahrheit aber ist demütig, indem sie ihre Mächtigkeit anerkennt, ihre Unwandelbarkeit und ewige Ganzheit, die allumfassend ist, Gottes vollkommene Gabe an seinen geliebten Sohn. Wer ist sein geliebter Sohn? Sag ich bin es. Du bist sein geliebter Sohn, ich bin sein geliebter Sohn. Und hier ist die Aktion, die wir in fast Gebetsform uns anbieten. Wir legen weg die Arroganz heute, Bruder, die besagt, wir seien Sünder, schuldig und voll Angst, uns dessen schämend, was wir sind. Und wir erheben unsere Herzen in wahrer Demut zu ihm, zu Gott selbst, der uns makellos erschuf, ihm gleich an Macht und Liebe. Du bist, wie Gott dich schuf. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Du bist nicht etwas anderes und nicht unterschiedlich. So, lass uns das feiern in einem Moment des Schweigens und der vollkommenen Stille. Danke, ich liebe dich, habe einen ganz großartigen Tag, diese Macht der Entscheidung anzuwenden und diese Demut zu leben, anzunehmen, die Wahrheit in dir und für dich und diese Wahrheit in der Anerkennung ausdehnen und teilen. Habe einen wunderbaren Tag. Bye bye.